Faszination mit jungen, lebensfrohen und lebenserwartenden, kreativen, positiven jungen Menschen umzugehen, die ist einfach unglaublich groß und das wollte ich mir erhalten. Und ich überlegte mir, wie kann ich mir da eine Plattform schaffen außerhalb des Hochschulbetriebes, um diese Tätigkeit weiterzuführen. Denn junge Leute bei ihrer Entwicklung zu begleiten, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und es gibt sehr viel Kraft und sehr Energie und ist unglaublich sinnvoll für beide Seiten, für die Studis und für mich auch. Aber ich habe so einen Spaß am Unterrichten gehabt, dass ich mir schon am Ende meiner Unterrichtstätigkeit überlegt habe, was ich dann mache, wenn die Hochschullaufbahn vorbei ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich wohl diesen Reichtum meiner jahrzehntelangen Erfahrung weitergeben könnte. Und dann habe ich so mir vorgestellt, Ruhestand ist natürlich nichts, also wie machst du das? Und habe mir natürlich überlegt, wenn ich jetzt diese Kurse mache, dieses Celloforum La Cellissima, sind 7 Meisterkurse im Jahr, zwischen Oktober und Mai. Wen lade ich dazu ein? Was gibt es da für Lücken? Was wollen die Studis wissen? Was wollen sie haben? Was suchen sie? Außerhalb des Hochschulbetriebs. Ich muss mir immer vorstellen, ich bin kein Hochschullehrer mehr, ich mache das außerhalb der Hochschule. Meisterkurse macht man normalerweise so einmal im Jahr irgendwo und dann woanders, das ist immer nur einmal und dann ist man wieder woanders. Aber ich wollte etwas Beständiges schaffen, eine vertrauensvolle Basis auch, wo wirklich ein Dialog stattfinden kann mit jungen Leuten. Dafür brauchte ich eine gute Location. Und da habe ich das Bürgermeisterhaus in Essen-Werden gefunden. In Essen-Werden wohne ich auch. Das Bürgermeisterhaus ist schon ein sehr wichtiger Konzertort für Kammermusik hier in Essen und auch Umgebung. Es gibt wenig erstmal so schöne Konzertorte, eigentlich überhaupt keinen, der so schön ist wie das Bürgermeisterhaus. Aber auch so ein Renommee hat, weil hier auch wirklich viele Künstler aufgetreten sind, die mittlerweile auch international sehr erfolgreich sind. Insofern das Renommee und der Stellenwert innerhalb der Stadt Essen oder der Region ist schon sehr, sehr hoch. Ja, Maria ist irgendwann zu mir gekommen und hat gefragt, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, in diesem Haus Workshops zu machen, Seminare zu machen. Und ja, wir haben dann in verschiedenen Gesprächen und Sitzungen das Format dieses Celloforums entwickelt. Und insofern hat sich das seit den 4 Jahren etabliert und ja auch gefestigt, dieses Format. Aus jahrelangen E-Mails während meiner Hochschulzeit habe ich schon immer also die Erfahrung gemacht, was die jungen Leute suchen. Die suchen vor dem Studium Ratschläge, während des Studiums und auch nach dem Studium. Da gibt es Lücken, die man als Professor an der Hochschule nicht wirklich bedienen kann, weil keine Zeit dafür ist. Vor dem Studium heißt am Ende der Schule, man weiß noch nicht so richtig, bin ich genug begabt, bin ich weit genug oder welches ist der richtige Lehrer für mich, weiß ich nicht so richtig, kommen dann immer die Anfragen, können Sie mir einen Rat geben, kann ich mal vorspielen, kann ich mal eine Probestunde bekommen. Und dann während des Studiums, manchmal sind die Studis so nicht so ganz zufrieden mit ihrem Lehrer oder wollen nur ein neues Input mal kriegen oder wollen sogar den Lehrer wechseln und wissen nicht so richtig, wie sie das anstellen können. Oder auch als Ergänzung zu einer Examensvorbereitung oder für eine Probespielvorbereitung oder für sonstige Wettbewerbe, also etwas extra, was noch während des Studiums stattfinden kann. Und dann auch diese dritte Möglichkeit, die auch sehr, sehr wichtig ist, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ein Musiker ein Examen hat, ein Master oder erst ein Bachelor und dann ein Master und dann ein Konzertexamen und dann kein Student mehr ist, dann ist er ohne Führung. Geht von einem Probespiel zum anderen und die klappen nicht immer gleich. Und dann kann das manchmal 1, 2 Jahre dauern und wenn das nicht klappt, werden die jungen Leute unsicher, sie wissen nicht, was sie falsch machen, werden verzweifelt, es gibt keine Möglichkeiten mehr vorzuspielen und man hat keinen Ansprechpartner mehr und da suchen die Rat. Also das sind diese Dinge, wo ich gedacht habe, da gibt es Lücken und die möchte ich gerne ausfüllen. Das Konzept ist, dass ich, wenn jetzt sich jemand anmeldet und meine Hilfe und Unterstützung braucht, wenn er sich rechtzeitig anmeldet und es gibt Plätze, dann nehme ich jeden. Egal welches Niveau das ist.
Ich möchte nicht, ich ist keine Zucht von Wettbewerbsgewinnern, die ich hier habe, sondern ich nehme auch unterschiedliche Talente ernst. Ich respektiere das. Und Musik ist so unheimlich vielfältig, dass man auf jedem Level irgendwas machen kann. Ich versuche nur jedem jungen Menschen beizubringen, du musst besser werden, als du selber gestern warst. Oder letzte Woche oder letztes Jahr. Nicht besser als jemand anderes, sondern selber in deinem eigenen Rahmen. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Der eine hat mehr Begabung, motorische Art oder ausdrucksmäßig. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist für mich eine große Aufgabe und eine schöne Herausforderung, jeden damit weiterzubringen, mit dem, was er bringt. Und auf diesem Niveau fange ich immer an. Da kommt jemand, ich hole ihn da ab, wo er ist, und dann versuche ich das rauszukitzeln, wie jemand mit sich selber dann besser klarkommt, wenn er wieder wegfährt. Oder wenn er wiederkommt, wie wollen wir dann zeigen, hat das einigermaßen Frucht getragen oder nicht? Oder. Das Wunderbarste an der ganzen Sache ist, ich kann sehr gut Reklame dafür machen, weil zu mir kann keiner mehr überlaufen. Wenn mein Unterricht gut gefunden wird von irgendjemand, ich bin an keiner Hochschule mehr, ich kann also die Leute zurück zu ihren Lehrern schicken oder woanders hin, ich kann sehr frei Rat geben, ohne dass das einen komischen Beigeschmack bekommt, dass ich irgendwie abwerben will, Studenten. Das ist also eine wunderbare Sache und da kann ich mich sehr frei bewegen. Wenn ich jetzt das Glück habe, Sie hier in den Celloforum zu hören, dann kann ich eben sehr gut nachvollziehen, wie einfach professioneller Unterricht abläuft. Es wird vorgespielt, Maria Kliegel sitzt entspannt und ganz locker und hört zu. Und danach beginnen die Einzelheiten in irgendwelchen Frequenzen, wo sie sagt, das war nicht gut, das war nicht gut. Manchmal, wenn ein Student zum Beispiel vorspielt, der in meinen Ohren schon relativ gut ist, dann spielt Maria diesen Part und dann höre ich, oh, so sollte es klingen. Also Maria ist schon, sie arbeitet auch, wie es eigentlich auch sein sollte, ihr ganzes Leben auch an sich selbst, an ihrer Darstellung im Bereich der Musik, an ihrer Technik. Auch wenn man vielleicht glaubt, sie ist am Ende angekommen, aber ich denke, dass sie dieses Ende noch gar nicht irgendwo sieht, sondern dass sie den Prozess immer noch weiter lebt. Im ersten Durchspielen ziemlich begeistert und merke aber dann, wenn Maria Kliegel an der einen oder anderen Stelle nochmal nachbohrt, dass es dann doch noch besser geht und verstehe auch warum. Ich glaube, dass Sie schon beeindruckt sind von der Professionalität, weil Sie hören natürlich diese Werke ganz anders, wie ich sie höre. Es sind Werke, mit denen Sie sich intensivst beschäftigt haben und auf einmal hören Sie, dass dann jemand kommt, der dieses Werk vielleicht in Vollendung spielt. Also ich finde, sie kombiniert also gleichzeitig Technik und Musik zusammen. Zum Beispiel also eine Studentin von mir, also er hat also diese Brahms F-Dur Sonata zweite Satz gespielt und sie sagt also diese lange Wechsel, die Timing, wie kann man Zauber machen mit Technik und wie kann man üben. Für meinen Geschmack kann man Technik und Musik gar nicht trennen, denn durch die Technik wird die Musik gemacht. Musik ohne Technik ist überhaupt nicht differenziert und Musik ist aber differenziert. Und Technik ohne Musik ist gar nichts, das ist hohl und mechanisch. So, man muss also lernen, wenn was Priorität hat. Und das hängt natürlich immer davon ab, was für einen Standard der Spieler bringt, wie weit er mit einem Stück ist und wie weit er mit seinen Fingern ist und wie weit er ein Stück kennt, wo Prioritäten gesetzt werden. Also sie macht keinen Unterschied, ob jetzt einer schon fertig ist, im Job ist, der vielleicht nur einmal eine besondere Sonate nochmal vervollkommnen möchte, oder ob jemand da ist, der nur einfach Spaß an der Musik hat und da etwas tun will, ohne den Berufsmusiker im Hinterkopf zu haben. Für mich heißt das einfach, sie kann auf den jeweiligen aktiven Menschen sehr gut eingehen, ohne ihm das Gefühl zu geben, du bist mir nicht so wert, du bist mir wert. Die Technik muss natürlich erlernt werden. Das ist Muskeltraining, das ist Reflextraining, das ist Gedächtnistraining.
das ist, man muss die Finger dehnen können, als Cellist hat man große Entfernung und die Seitenspannung ist groß. Diese Dinge, die dauern manchmal, die sind nicht von heute auf morgen zu machen. Wenn jemand musikalisch ist, die musikalische Vorstellung, die haben häufig die Leute sehr gut und sehr schnell da, aber haben nicht die Möglichkeit, das umzusetzen. Das muss man dann mit Technik machen. Ist man aber nicht musikalisch genug, wenn das musikalische Talent fehlt oder der Ausdruckswille oder die Ausdrucksfähigkeit, manche sind nicht so fähig dazu, dann nützt die beste Technik nichts. Dann ist es einfach nur hohl und sauber und in Rhythmus, aber das spricht niemanden an. Musik muss kommunizieren. Deswegen Technik und Musik, die laufen immer zusammen, die gehen immer Hand in Hand. Nur sie haben prioritätsmäßig verschiedene Aufgaben zu lösen manchmal. Und es dauert auch verschieden lang. Aber jeder Musiker braucht eine gute Technik, das ist ganz klar. Also wie der Chirurg braucht ein scharfes Messer, wenn er operieren will. Die beste Kunst eines Chirurgen nützt nichts, wenn das Messer stumpf ist. Also wir müssen unsere Finger und Ohren müssen wir trainieren und dann damit die Musik kreieren. Auf der Basis der Komposition, die vor uns auf dem Ständer liegt. Das ist dann die Basis, denn wir sind nachschaffende Künstler, man muss lernen, aber sich selber einzubringen. Tote schwarze Noten auf dem Pult bringen ja den Komponisten auch nicht weiter. So, es muss von uns erweckt werden und transportiert werden zum Publikum. Das ist eine wunderbare Aufgabe und hält uns ja alle am Leben und es ist wunderbar sinnvoll. In der Politik sagt man immer, das ist nachhaltig. Yes, and then immediately, now try to have the note exactly from the beginning on like you want. You're developing it a little bit. It takes a while until it's there. The note has to start like you want to keep it. And the second F sharp is developing, but this should not have the beginning like you have to correct the note. You have not enough time to correct it, but it should not be like the note has to be corrected. It has to be there right away. So play this. There's nothing changing. You have to have everything under control. And if you don't think, you don't move your head, what you have to do, there will be dirt. Okay, did you hear the dirt? And I hear this so many times in my life, for myself also, if I don't really concentrate. And I heard many people play that, of course, and this place is always, everybody thinks it's beautiful music, but you have to play beautiful as well. And this is a really technical task here to do. And also like the right vibrato. It's a swinging, dreamy. And once you start with the bow in that place, you have to keep it. Don't slide down or something. Keep the track. Yes. So you have to watch it technically and present it as a musical beauty. And this takes work again. It's a difficult spot, I know. Fade out. No. See, you should play four notes. At the third note, you already have to go away. Much time on the C sharp at the beginning. You have to be very present at the beginning and then already kind of start going away from it. Oh, there's a slur. If you start the C sharp, you're already here. Then you have to start at the very frog. Change the bow here. To the frog, start down, and fade out. Better, yes. And I think this fingering, changing on that note is very dangerous. Yeah. Take the first finger right away. You have to make shift anyway, and then stay safely on the same place. You think, but I feel more secure hitting the intonation with the third finger. Yes, it's right.
But if you have to change, the risk is too big Yeah. that you then hit the same place with Yeah. another finger. So it's risky anyway, so take all the risks at once. Just learn it, but you're a grown-up player, so what? You know, you can do that. You know your cello. Yes. Und ich glaube, das ist auch die Qualität von Maria Kliegel, dass sie eben die Korrekturen sehr anschaulich darstellt, sie erläutert gut, sie zeigt es, sodass auch der Zuhörer dem sehr gut folgen kann. Also ich denke nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch der Zuhörer dann merkt, es gibt Verbesserungen schon innerhalb von einer Stunde. Und hier weiß man, es ist vielleicht noch nicht ganz fertig, aber es wird alles verbessert, was verbessert werden muss. An für sich sind wir auch schon bei diesem Forum seit einiger Zeit sporadisch dabei. Wir kennen Maria eben aus dieser Zeit, aus dem Bürgermeister heraus. Und es ist immer interessant zu sehen, wie über den Unterricht eine Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler stattfindet. Und von daher ist das einfach mehr oder weniger ein Zuhören, zwar auch nicht, sagen wir mal, in der Intensität, wie es natürlich die Schüler erfahren hier, aber es ist einfach interessant, wie diese Entwicklung im Rahmen eines Unterrichtes doch fortschreitet. Und das ist einfach interessant. Also erstmal höre ich sehr gern auch Maria spielen. Das heißt, wenn sie irgendeine Stelle spielt, dann geht mir das Herz auf. Und ich sehe, dass die Studenten jetzt angesprochen sind, diesen Ton zu erreichen auch. Und das freut mich sehr, dass ich höre, wie dieser Ton sich verändert. Und dass die Studenten jetzt nicht verkrampft sind zum Beispiel, dass sie das aufnehmen und das bewundere ich auch ebenfalls. Für mich ist es immer natürlich, wie gesagt, ich bin kein ausübender Musiker, sehr erstaunlich, wie weit sie alles in der kurzen Zeit unter Kontrolle hat. Wo die Lagenhaltung nicht stimmt, wo die Bogenhaltung nicht stimmt. Und das irgendwo verinnerlicht und auf den Punkt bringt, sodass der Cellist das möglichst schnell und gut umsetzen kann. Für mich ist das total spannend und wie gesagt, ein Glücksgenuss, irgendwo auch da wieder zu sehen, wie reagieren die jungen Leute, schaffen die das, so schnell mitzukommen, was sie erzählt, was sie wiedergibt. Also Maria Kliegel kann uns sehr gut sehen, wo wir waren im letzten Monat und wo wir sind, und sie können mir uns helfen. Viele sagen ganz prima, aber so einiges. Welche Stelle meinst du hat jetzt die größte Not? Erstmal. So. Als wir zuerst reparieren sollten. Also technisch oder musikalisch? Die Kadenz wahrscheinlich. Insgesamt, da waren 2 Stellen drin, die so richtig schief waren. Der zweite Lauf. Okay, ja, das geht im allgemeinen Getümmel so ein bisschen unter, aber da gibt es Sensitiveres, wo es mehr auffällt, wenn es nicht ganz richtig gut ist. Stelle. Zum Beispiel. Und diese da mit den Oktaven, du musst auch so runterkommen, nicht nur wissen, wo deine Noten sind, sondern du musst zusammen mit dem Orchester anreihen. Ja, ne? So, das fällt auf. Also die anderen Sachen, okay, gut, das ist noch einiges zu reparieren, aber das war wirklich schief. Wollen wir das zuerst reparieren? Oder on the way? Zuerst die Kadenz. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass die Schläge früher kommen im Klavier, also dass sie einfach ein bisschen schneller durchläuft, die Kadenz. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht genau, wo du meinst. Also
Das nennst du Kadenz. Okay, ich sage, wo ist denn da eine Kadenz? Also diese ganze... Das ist Kadenz. Das ist eher rezitativ, aber das Orchester ist ja immer wieder dabei, ne? Nicht wirklich Kadenz. Ich mache den Vorschlag, uns geht, wenn du wirklich laut spielst, da geht dir der Bogen aus. Und das Übergehaltene, bis der Orchesterschlag dann vorbei ist, hast du keinen Bogen mehr. Das heißt, du musst zu früh weitergehen und dann bist du hier und da hast du auch nicht genug Klang. Ich mache den Vorschlag, dass du nicht überhältst, sondern auf dem Schlag weiterspielst. Zusammen mit dem Orchester. Das heißt, nicht übergebunden, sondern die übergebundenen Noten neu artikulieren. So. Das ist einfach nicht überbinden, sondern spielen. Mit dem Orchester zusammen. Und dann musst du, das ist erstmal alles Halbton. Dann hier ist unterwegs, das ist der Schlag. Und nach dem Schlag kommt der Ganzton. Aber wenn du dann vorher so viel Bogennot hast, kannst du das nicht mehr verfolgen. Das rutscht dir das alles weg. So. Das muss da zusammen mit der Orchester, dann brauchst du Kraft im Bogen. Das heißt, du musst auch an der richtigen Bogenstelle sein. Das ist nicht nur die Intonation, sondern die Stelle hat Kraft, die hat Aussagekraft, die muss virtuos, aber kräftig sein. Komponisten haben Oktaven immer dann geschrieben, wenn sie mehr Klang wollten. Das ist bei Klavier so, bei der Geige auch. Wenn du guckst, alle die Stellen, die sollen nur für Cello, bei uns ist das eigentlich nicht wirklich eine Verstärkung, weil wir einen ungleichen Finger haben bei Oktaven. Das ist der Daumen, der kann nicht richtig durchvibrieren. Für uns ist das nicht wirklich eine Hilfe, eine Klangverstärkung. Aber wir müssen es halt so tun, als ob. So, deswegen müssen wir das irgendwie kräftig machen. Ne? Also Komponisten schreiben das und wenn ein Pianist eine Verstärkung hat, rechts und links spielst du alles in Oktaven, damit ist das lauter. Das ist für einen Streicher ein Albtraum. Bei Geige geht es so, bei Cello ist das, hallo, ich kann nicht. Ne? Und also die Komponisten denken da nicht so dran. Also weil wir einfach, wie gesagt, der Daumen ist nicht so richtig fähig, wirklich laut zu spielen. Ne? Aber hier können wir mit dem Bogen helfen. Macht die Kraft nicht das Vibrato, sondern das ist rein der Bogen. Hier, das ist die Vibrato, aber jetzt am Ende wieder. Auch mit Zeit oder muss es im Tempo zurück ins Tutti? Du musst es schon so zeigen, wann du ankommst. Ne? Ja, aber nicht und das machst du mit den angebundenen Noten, da sind die Schläge. Das hört man. Aber es muss halt kräftig sein. Ne? Also quasi nochmal dieses... Ja. Wie immer, wenn man so ein Rubato gestaltet, es fängt langsamer an, unterwegs beschleunigt und bis am Ende zieht man wieder die Bremse. Das ist immer so. So, das ist normal. Ne? So, genau. Und dann das nicht so deutlich machen, das am Ende, sondern einfach so einbinden in deine Gestaltung. Aber so war das Konzept erstmal richtig. So, und diesen Halbton musst du versuchen, ein bisschen lang zu machen. Ne? Das heißt, wenn ein Dirigent vor dir stehen hat, du siehst das und der kommt nicht, dann musst du irgendwie noch ein bisschen Reserve im Bogen haben, dass der kräftige Einsatz mit dem Orchester, mit deinem Gieß zusammenpasst. Ne? Guck, wenn du siehst, das kommt nicht, dann kannst du nicht weiterspielen. Also wenn einer alert ist, dann macht er, ja, badam, macht er so, wenn das so kommt und du hast im Bogen auch nichts übrig, dann verhungerst du. Ne? Aber das Idealfall ist ja, dass es einfach durchgeht, ne? Das ist der Idealfall. Wie oft haben wir Idealfälle? Selten. Leider. Und man muss ja trotzdem den Wunsch noch irgendwo im Hinterkopf haben. Absolut, klar. Jawohl.
als ich zur Frau Kliegel kam, ich war sehr unzufrieden mit meinem eigenen Spiel und mit meinen eigenen Fortschritten. Und ich habe nach Hilfe gesucht, aber ohne genau zu wissen, was ich brauche und wonach ich suche. Und ja, das habe ich alles hier gefunden. Und deswegen bin ich auch immer wieder zurückgekommen. Ja, also als ich zum ersten Mal bei Maria Kliegel vorgespielt habe, hatte ich noch nicht entschieden, Cellistin zu werden. Und ich habe einfach nur vorgespielt, um nach ihrer Meinung zu fragen, ob sie denkt, dass es gut wäre, ob ich das schaffen könnte. Zum Glück hat sie ja gesagt und deswegen bin ich nochmal hier und immer wieder. Die Kompetition nehme ich sehr, sehr ernst. Es wird oft auf Meisterkursen, die so in den Sommern gemacht werden, wird kein großer Wert darauf gelegt. Da ist auch immer nur eine Person da und muss dann den ganzen Tag da sein oder ist eben den ganzen Tag nicht da. Und die Studis müssen dann alleine spielen. Aber Musik ist vollständig nur, wenn das Klavier dabei ist. Und nur so kann man auch eine Entwicklung und einen Geschmack entwickeln, das Stück eine Interpretation liefern. Man muss also insgesamt die vollständige Musik haben. Als Melodiespieler, als Streicher braucht man Klavier als Begleitung. Ich und meine nette Kollegin Saiko Kitigawa unterstützen sehr gerne die Masterklasse und viele Teilnehmer bekommen die Gelegenheit, erst beim Celloforum ein neues Stück zum Beispiel mit Klavierbegleitung kennenzulernen. In anderen Fällen bekommen wir die Gelegenheit, von unserer Perspektive als Pianisten wirklich richtig Kammermusik zu machen, wenn ein Stück oder ein Werk schon längst im Repertoire der Teilnehmer steht. Und bei solchen Fällen passiert tatsächlich ein echtes, spontanes Musizieren und für alle Beteiligten Teilnehmer, also Musiker, Frau Kliegel oder Publikum, ist ein echtes Vergnügen. Das heißt, Studenten lernen auch natürlich, wie sie mit Klavier zusammenspielen. Das heißt dann, ich lerne auch zusammen, wie ich mit Cello spielen soll. Ich fühle mich, dass Frau Kliegel schätzen uns sehr viel und im Unterricht, sie sagt sehr oft zu Studenten, dass wie mit Klavier passen, klanglich, musikalisch, auch manchmal technisch. Deswegen ich muss auch immer dabei sein. Maria Kliegel lacht sehr viel, das heißt, sie hat Humor. Viele Dinge, die sie einfach so erzählt, wird immer mit einem Lächeln im Gesicht begleitet. Die Studenten sind erstmal, müssen sich halt ein bisschen darauf einstellen, aber eigentlich lachen Studenten mit. Weil Maria Kliegel ist nicht eine, die den Daumen drauf hält oder denjenigen ein bisschen kleiner machen will. Nein, sie will ihn mitnehmen in eine Welt, die so heiter und so offen ist, wenn man sie beherrscht. Musst du nicht festsaugen, aber danach musst du mobil bleiben, das heißt nicht mehr so festdrücken. Du setzt erstmal mit viel Druck ein, um diesem Orchester erstmal zu begegnen. Danach musst du dich bewegen können, ne? Nicht. Man muss schon irgendwo versuchen, an die Grenze zu gehen, das ist wirklich, das ist Solist, das ist schon, das Cello zum Zeigen, ist auch so beschrieben extra dafür. Ne? Und was ist im Orchester? Nichts, ne? Du bist nicht zugedeckt, also du kannst hier wirklich thronen. Oder du musst thronen. Und nicht dich zerquetschen. Du bist aber gut vorwärts gekommen jetzt damit.
Nur wenn du wirklich intensiv spielen musst, du musst ein bisschen auch unterscheiden werden, wie viel intensiv du spielst. Ob du jetzt wirklich ganz an die Grenze gehst oder nur halb an die Grenze. Und du willst dann immer so wie wild geworden Watz spielen. Ne? Und damit drückst du dich kaputt. Für Bogen in der linken Hand auch. Dann geht dir die Mobilität verloren. Diese Proportionen zu finden, da musst du ich will nicht sagen dran arbeiten, Gespür dafür kriegen. Einfach, wer macht das Gespür? Die Ohren müssen dir sagen, was machst du, wieso quetscht du mich denn so? Wenn du sagst, lass mich leben. Und an entscheidenden Stellen, wo es gut geht, dann musst du an die Grenze gehen. Ne? Aber sobald wir in gesangliche Regionen reinkommen, darf man nie so viel wie möglich quetschen. Das ist einfach hässlich. Manche finden das schön. Aber für mich ist immer so das Gefühl, wie würde ein Sänger das jetzt machen? Wenn ein Sänger so rumknödelt und quetscht und sagt, da sagt jeder, bei uns ist das Espressivo beim Streichern. Ne? Nee, das ist einfach zu viel gewollt. Man darf die Instrumente nicht zerdrücken. Irgendwo gibt es da einfach Grenzen. Aber an die muss man schon rangehen können. Okay. Danke. Natürlich, ich bin immer nervös, wenn ich für Maria Klegel spiele. Aber danach, wenn wir erstmal die Stücke gespielt haben, danach das geht weg und dann alles leicht. Sehr entspannt, genau. Also sie erklärt gut, was ja der pädagogische Aspekt ist. Sie hat aber auch viel Menschliches dabei. Auch die Künstler da abholt, wo sie stehen. Und das ist, glaube ich, auch die ganz, ganz große Kunst. Also sie ist zum Beispiel auf so eine liebenswürdige Weise geht sie mit den Studenten um. Da ist keine Ungeduld zu erkennen. Und bei den Studenten ist es genauso. Ich freue mich drauf. Ich bin nicht nervös. Also ich würde nicht sagen, ich bin nicht nervöser als in einer normalen Vorspielsituation. Aber wenn man schon für dritte Mal oder vierte Mal das nicht schon immer noch nicht spielen kann, dann sie erzählt das viel besser und langsamer, aber immer noch mit viel Geduld. My daughter, she is 9 years old. We live in Denmark, and we have been in Denmark for many years. She is very patient, especially to a young girl to my daughter's age, because my daughter she doesn't speak English and she only speaks Danish, so I have to translate. And Maria is very okay with that, and she's very patient to explain to me how Hannah can improve. Then I translate to my daughter. Der größte Vorteil beim Cello Forum ist die Regelmäßigkeit. Also immer wieder kommen verschiedene und neue Teilnehmer, die Interesse ist wirklich steigend. Aber von ganz Anfang kommen schon Cellisten, die bis zum heute immer noch da sind, dabei sind und bekommen weitere Inspirationen, lernen viel von Maria Klegel. Und mittlerweile ist es eine ganz besonders freundliche Atmosphäre geworden, die ich also ganz wichtig für einen Lernprozess finde. Wir haben eine Teilnehmerin, die war schon, glaube ich, 13 Mal inzwischen da oder sogar noch mehr. Und das ist natürlich wunderbar, das ist schön für den Erfolg, für die Studenten und für mich auch. Und für das Bürgermeisterhaus, das hat wirklich Leben bekommen. Hier sind viele Veranstaltungen auch so, aber so tagsüber das Leben von den jungen Leuten, das ist einfach eine Win-Win-Situation, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist richtig, das fängt morgens um quasi 9 an, wenn die Ersten kommen, um sich hier einzuspielen. Wir haben ein ganz paar Räume neben dem großen Unterrichtsraum oben, wo die Musiker sich auch einspielen können. Und dann geht das quasi abends weiter, wenn der Kurs eigentlich zu Ende ist, dass viele noch hier bleiben und dann noch weiter üben und dann entwickeln sich Kombinationen, Trio, Cello, die dann gemeinsam hier spielen und sich unterhalten, das dann teilweise bis tief in die Nacht geht. Wir haben halt den Vorteil, dass wir jetzt hier im Haus selbst keine Leute haben, die sich daran stören. Wir haben zwar oben 2 Apartments vermietet, aber die Musiker und die Cellisten sind dann hier unten im Untergeschoss, wo sie dann auch bis tief in die Nacht spielen können. Und insofern geht es wirklich fast 24/7.
ein sehr schönes See und wir können hier sehr viel spazieren, Kaffee trinken mit Kuchen und ich bin jedes Morgen hier und dann so fange ich an meine Tage und dann natürlich übe ich viel und ja, also zum Beispiel, oder wir sind jetzt hier im Bürgermeisterhaus und das auch so wunderschön ist. Ja. Na gut, ich habe schon immer mein Cello mitgenommen und inzwischen bin ich ja schon oft hier gewesen, aber es ist immer so wie ein Checkpoint für mich. Also ich studiere, mein Alltag in Würzburg, alles super, jeden Tag, zack, zack, zack. Und dann irgendwann, alle 5 Monate, komme ich her, um quasi zu checken, okay, bin ich gut vorangekommen. Aber nicht im Sinne von, das soll irgendwie Angst machen, sondern wirklich wie ein Urlaub. Es nimmt mich aus dem Alltag heraus. Also wir verbringen hier unsere Zeit nicht nur am Cello spielen und Unterricht zu hören, aber auch sind wir viele miteinander mittlerweile befreundet und wir treffen uns auch immer wieder hier. Ich habe hier einige von meinen besten Freundinnen getroffen, tatsächlich. Wir besuchen uns die ganze Zeit gegenseitig und reden auch fast jeden Tag. Man versteht sich nicht nur in der Musik gut, sondern auch menschlich. Tatsächlich haben wir aber gestern die schöne Möglichkeit gehabt, mit ihr gemeinsam essen zu gehen, da wurden wir in ihren Tennisverein von ihr eingeladen und sind gemeinsam essen gegangen. Wir haben uns sehr gefreut und das war natürlich für uns ganz viel wert, weil wir sie einmal auch außerhalb, also ein wenig weiter weg vom Cello erleben durften.